Willkommen zu meinem Kanal. Dieser Kanal dreht sich ausschließlich um die fraktale Methode. Die fraktale Methode ist man könnte sagen, Price Prediction Tool, um Aktien vorherzusagen, ob sie rauf oder runter gehen. Bevor wir anfangen, wie sie komplett funktioniert, das sind 3 wichtige Regeln. Erste Regel der fraktalen Methode: Ihr verliert kein Wort über die fraktale Methode. Zweite Regel der fraktalen Methode ist, ihr verliert kein Wort über die fraktale Methode. Und die dritte Regel, und das ist eigentlich mehr eine Warnung: Wenn ihr einmal angefangen habt, diese Methode zu verwenden, ich sage euch, ihr werdet nie wieder ähm, Aktien und die Börse anders sehen. Ihr werdet nie wieder dieses Schema nicht sehen können. Jetzt zu den wirklich wichtigen Regeln. Ja. Erstens, Sie oder they. Was meine ich damit? Hedgefonds, Banken, riesige Wale spielen für diese Methode keine Rolle. Es ist wurscht, wer kauft, wer verkauft, wie viel, was auch immer. Zweites, fails to deliver spielen keine Rolle. Shorts, egal ob eine Aktie hundertprozentig geschrottet oder nicht, es hat keinen Einfluss auf diese Methode. Dark Pools, keinen Einfluss auf diese Methode. Und das Allerwichtigste, Nachrichten, News. Weil ja immer auf News gewartet wird. Kommt jetzt ein Merger, wird diluted, kommt ein Split oder Reverse Split. Spielt keine Rolle. Im Prinzip werden diese Nachrichten und diese News eigentlich nur dazu verwendet, um die Bewegung zu erklären, nicht umgekehrt. Wenn ihr darauf einsteigt, werdet ihr mit dieser Methode extrem viel Spaß haben. Jetzt zur Methode. Komplett im Überblick. Das Wichtigste an der Methode sind diese Buchstaben. Ja? Unser V, unser Higher Low, A, B, C, L, M, T. Was bedeuten jetzt diese Buchstaben? Wir werden das jetzt 1 zu 1 durchgehen. Wir fangen mit unserem V an. Das ist immer unser Boden oder unser Bounce Target. Nach dem W oder V kommt unser Higher Low. Ja? Unser Higher Low endet immer in einem V&A, aber dazu komme ich gleich. Nach dem Higher Low kommt unser A, dann kommt ein A Pullback, dann kommt unser B, dann kommt ein B Pullback, dann kommt unser C. Unser C ist immer das Peak von dem jeweiligen Move oder von der jeweiligen Bewegung. Dann kommt unser Lower High, dann kommt unser Midpoint und danach kommt unser T. Das T ist immer die letzte Möglichkeit zu verkaufen, bevor wir wieder zu unserem V, zu unserem Bounce Target oder zu unserem Boden fallen. Und danach startet das Ganze wieder von neuem mit Higher Low, A, B, C, L, M, T. So, bevor wir jetzt in die kleinen Regeln reingehen, sei dazu gesagt, dass jeder Buchstabe sein eigenes A, B, C, L, M, T hat. Was meine ich damit? Ja? Wenn wir uns jetzt zum Beispiel nur dieses Higher Low hier anschauen, nur diese Sektion hier, bedeutet das, dass das komplette Ding hier in diesem Move hier drin ist. Ja? Also wenn man sich zum Beispiel dieses Higher Low auf dem Weekly Chart anschaut und dann zum Beispiel in den 2-stündigen Chart reingeht, sieht man dort auch wieder ein A, B, C, L, M, T. So, jetzt zu den kleineren Regeln. Ja? Also, unser Higher Low, ich rede nur von dieser Sektion hier, endet immer, ausschließlich immer, in einem V under A. Bedeutet, wenn wir uns das Ganze als Higher Low vorstellen, ja, dann ist dieser Punkt hier, muss immer unter mindestens 1 Cent unter dem Boden von unserem A sein. Wenn man jetzt zum Beispiel, weil das A nicht wirklich sehen kann,
weil wir zum Beispiel plötzlich einfach nur eine gerade Candle oder Kerze zu unserem C bekommen haben und dann erst so langsam runtergehen, kann es helfen, dass man einfach von unserem V eine FIB zu Top nimmt und unser A ist meistens unter das 786 FIB. Einfach nur als kleine Hilfestellung, falls wir extrem vertikale Moves bekommen. Nachdem jetzt dieses High or Low fertig ist, was meistens unter der Trendlinie ist, die Trendlinie, die es vom C mit den Touchpoints, Lower High, Midpoint, T sich zieht, brechen wir aus dieser Trendlinie aus. Dann machen wir unser A. Das A macht immer einen Point 5 oder einen Point 0.618 Pullback. Von wo? Wenn wir jetzt unser A-Peak haben, nehmen wir die FIB von unserem V zu unserem Top und entweder wir bouncen auf der 0.5 FIB oder auf der 6.18. Dazu sei auch eins gesagt, das V&A muss immer einen Cent unter dem A-Boden sein. Der Bounce auf der 0.5 oder der 0.618 FIB kann ein bisschen drüber, drauf oder drunter sein. Ja? Es muss nicht ganz genau drauf sein. Das Einzige, was nicht sein darf, wir dürfen die 0.786 FIB nicht berühren. Dann ist irgendwas falsch und meistens ist das Tracking falsch getrackt. Okay. Nach dem A kommt unser B. Und das B macht einen 0.5 Pullback. In den seltensten Fällen, es kann es auch einen 6.18 Pullback machen, aber 90% ist es ein 0.5 Pullback. Hier auch wieder, es muss nicht auf der Linie sein. Es kann ein bisschen drüber und ein bisschen drunter sein. Von wo nehmen wir die 0.5 FIB? Dieses Mal nehmen wir es nicht vom V, wir nehmen es vom A-Boden. Also vom A-Boden bis zum B-Peak 0.5 Pullback. Und danach gehen wir wieder rauf zu unserem C. Ja? Wann kann man jetzt sagen, ist das Lower High fertig? Wann ist das der Midpoint fertig? Wann ist der T-Point fertig? Da gilt die Regel. Das Lower High fängt zum Beispiel hier an diesem Punkt, geht rauf zu seinem Peak. Es ist erst dann abgeschlossen, wenn es unter dem Punkt fällt, wo es angefangen hat. Ja? Bedeutet auch, dass unser M erst anfangen kann, wenn das Lower High unter sein Level gefallen ist. Das zählt fürs L, fürs M und fürs T. Auch ganz wichtig ist, dass der Boden von B niemals unter dem Boden von A fallen kann. Niemals. Es muss höher sein. Es kann auch nicht sein, dass der A-Peak, also die Höhe des A, höher ist als B ist. Dann stimmt was nicht, dann muss man das Tracking anpassen. Eine weitere Hilfestellung ist unser T und unser M. Weil es eigentlich und normalerweise so ist, dass unser T und unser M uns schon anzeigt, wo unser nächstes A und unser nächstes B sein könnte. Weil wenn wir ganz sicher sind, wo unser M und unser T ist, machen wir eine vertikale Linie nach rechts und unser nächstes A sollte ein bisschen über der T-Linie sein. Das gleiche gilt für unser B. Es sollte ein bisschen über der M-Linie sein. So, und ein kleines Update. Die neue Regel, die M- und T-Linie. Was ich damit meine ist, normalerweise oder häufigerweise kann man von unserem C über unser L, unser M, unser T eine Trendlinie ziehen. Und alle berühren diese Trendlinie oder sind zumindest nah dran. Ja. Es kann allerdings auch locker passieren, dass wir hier unser C-Peak haben, die Trendlinie berührt das L und das M, aber unser T ist zu niedrig. Unser T kommt an diese Trendlinie nicht ran. Dann kann man eine neue Trendlinie, eine zusätzliche ziehen von unserem M
zu unserem T. Bedeutet, wir bekommen dann noch immer unseren Boden, unser V, aber unser Higher Low, was als nächstes folgt, ja, wird dann nicht mehr hier hinaufgehen zu unserer Trendlinie. Es wird ein kleines Higher Low sein, was seinen Peak auf der MT-Trendlinie hat. Ja. Es ist noch nicht ganz hundertprozentig, aber ich sehe das immer öfters. Für was kann man diese Methode anwenden? Für alles. Normale Aktien, ETFs, Krypto. Einzige Sache für Krypto ist, bei Krypto ist der B-Pullback meistens eine 6.18. Ja, das ist der einzige Unterschied. Und kleine Sache, wenn ihr halt ETFs oder Aktien haben, die nur das machen, dann wird es halt schwer zu tracken. Aber sonst funktioniert bestens. Okay. Zu meinem Kanal, wir haben jetzt glaube ich schon an die 50 Aktien durchgetrackt. Ich werde die verschiedenen Playlists hier am Ende verlinken, ja, Memes und auch normale Aktien. Wenn es euch interessiert, habt Spaß. Wir sehen uns, hoffentlich.